bin niemand Wichtiges. Ich bin nur eine Seele, die versucht, dem Leben einen Sinn zu geben. Ich bin ein Kind Gottes, genau wie du. Ich spreche deine Sprache nicht, aber ich werde mein Bestes tun, um dir ein angenehmes Erlebnis zu bieten. Mein Name ist Mihai. Ich bin ein Sohn des postkommunistischen Moldawiens, geboren 1990 und seit 2001 lebe ich in Italien. Ich betrachte mich als Sohn Europas und als Bürger der Welt. Ich wurde in der orthodoxen Kirche mit heiligem Wasser getauft und ich wurde auch durch das Feuer getauft, dort im Alter von 33 Jahren. Während ich brannte, sprang ich aus großer Höhe vom Balkon, um mich zu retten. Ich schlug mit dem Kopf direkt auf den Asphalt auf. Wenn du denkst, dass das ein schrecklicher Unfall war, hast du nach gängiger Logik sicher recht, aber aus meiner Sicht war es die beste Erfahrung, die mir hätte passieren können. Diese Erfahrung hat mir erlaubt, die Perspektive auf das Leben zu verändern. Und nein, das ist keine der typischen traurigen und dramatischen Geschichten. Unten findest du das Video, wenn du es dir ansehen möchtest. Ich veröffentliche es nicht direkt auf YouTube, weil ich glaube, dass es gegen die Richtlinien verstoßen könnte. Was du sehen wirst, ist nicht exakt das, was ich erlebt habe, aber mit der Zeit werde ich dir immer mehr erzählen. Doch ich bin nicht hier, nur um dir von diesem Abenteuer zu erzählen. Ich bin nicht hier für Ruhm oder Ehre, denn mein Ego hat sich mit der Zeit verändert, mit dem Leben und vor allem durch das Leiden. In dieser Einführung will ich dir nur eines sagen. Wir sind umgeben von einer globalen spirituellen Krise. Einer Krise, die das Leben selbst und unseren Planeten zerstört. Ja, du hast richtig gehört, spirituelle Krise. Wahrscheinlich denkst auch du, dass wir als Spezies besser handeln können. Und nur wenn wir unsere Kräfte vereinen, können wir den nächsten Generationen eine bessere Zukunft und ein positives Vermächtnis hinterlassen. Wir müssen die Ketten brechen, die uns binden, vor allem geistig. Und wir müssen aufhören, ständig dieselbe Geschichte zu recyceln. Wir brauchen eine Revolution, aber keine gewaltsame. Ich spreche von einer spirituellen Revolution, einer Revolution, die uns aufrichten wird, die uns die Wärme von Mutter Erde spüren lässt, die unsere Herzen mit Liebe und Hoffnung erfüllt, die uns den Blick zu den Sternen heben lässt, die unseren Geist in eine bessere Zukunft projizieren wird und hinter uns wird Gott stehen. Oder der Schöpfer, wenn wir von einer Simulation sprechen. Oder die griechischen Götter, die nordischen Götter, die alten asiatischen oder ägyptischen Götter oder die uralten elementaren Kräfte, vielleicht auch alle zusammen. Ich glaube, wenn du an eine höhere Macht glaubst, wird sie dir im Gegenzug Kraft geben und dir helfen, das Leben besser zu verstehen. Es ist letztlich ein fairer Tausch, eine der universellen Gesetze. Eines der Hauptziele dieses Kanals ist es, dir klarzumachen, dass wir bereits alles haben, was wir brauchen, um als Spezies voranzukommen und eine bessere Zukunft für uns selbst und für alle, die nach uns kommen, zu sichern. Ich werde versuchen, dir meine Idee Video für Video zu erklären. Was ich dir sagen möchte, ist Folgendes. Zur Wahrheit, so nenne ich sie, kann jeder Zugang finden, unabhängig davon, ob man an einen Gott glaubt oder nicht. Viele östliche Philosophien gelten schließlich nicht als Religionen. In den letzten Jahrzehnten haben sich diese Philosophien im Westen ausgebreitet, weil es einfach unvermeidlich war und weil die neuen Generationen offen für diese neue Energie waren. Jeder Mensch hat das Recht, dem zu folgen, was sein Herz ihm sagt. Nur so kann der Mensch seinen Weg finden. Am Ende sagt sogar die Bibel, dass die Wege des Herrn unendlich sind. Und es gibt keinen universellen Weg für alle, denn jeder von uns ist einzigartig, so wie auch unser Lebensweg einzigartig ist. Die Welt ist schön, weil sie so vielfältig ist. Aufgrund meiner ersten spirituellen Erfahrungen habe ich verstanden, dass der religiöse Glaube grundsätzlich freiwillig gewählt werden sollte und niemals ein Zwang sein darf. Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus, wie in jedem anderen Lebensbereich auch. Es gibt keinen perfekten Zeitplan für alle. Es geschieht, wenn es geschehen soll. Ich zum Beispiel habe meinen orthodox-christlichen Glauben dank östlicher Prinzipien gefunden, ursprünglich durch hinduistische Lehren. Letztlich spielt es keine Rolle, woran du glaubst oder ob du überhaupt glaubst. Wichtig ist, dass du dich dem Guten zuwendest oder der Wahrheit, wie ich sie nenne, und dass du die Regeln respektierst. Und diese Regeln sind immer dieselben gewesen. Du kannst Trost in den Prinzipien des japanischen Bushido finden, dem alten Kodex der Samurai. Niemand sollte gezwungen werden, an etwas zu glauben, das ihm nicht entspricht. Das wäre ethisch falsch. Während ich das Video drehte, das du gerade siehst, fiel mir ein kleines Denkmal auf. Neugierig wie ich bin, entdeckte ich eine interessante Inschrift. Das historische Schloss Miramare beherbergte das Hauptquartier der US-Armee. Sie sicherten die Grenzen, stellten die Freiheit und die Demokratie wieder her. Durch dieses Denkmal begann ich nach Informationen über die von den Vereinigten Staaten aufgenommenen Gebiete zu suchen und fand heraus, dass Hawaii 1959 als 50. und letzter Bundesstaat beitrat, mit über 90% Zustimmung. Damit hatte ich die perfekte Brücke zu einem aktuellen Thema gefunden, der heutigen europäischen Politik. Ich werde auf dem Kanal viele Themen behandeln. Mach dir also keine Sorgen, wenn du dich nicht für Politik oder Spiritualität interessierst, obwohl ich glaube, dass ein bisschen Allgemeinbildung nie schaden kann.
Dieses Referendum auf Hawaii war ein wenig wie das Referendum 2014 auf der Krim, nur dass man in der Ukraine zwei Optionen hatte: Ja wählen oder Kalaschnikow. Es war unmöglich, nicht zu wählen. Fast 100% stimmten dafür, Teil Russlands zu werden. Die Wahlurnen waren sogar transparent. Der Stimmzettel war also sichtbar für die kleinen grünen Männchen mit Gewehren in der Hand. Man sollte auch nicht vergessen, dass 1991 beim Referendum über die Unabhängigkeit der Ukraine nach dem Fall der Sowjetunion 54% der Krim-Bevölkerung für die Ukraine und gegen Russland stimmten. Sie hatten verstanden, dass es ihnen unter der Ukraine besser gehen würde. In jedem Fall ist es erstaunlich, wie erfolgreich Russland in so kurzer Zeit war. Man könnte meinen, die Krim war müde von der Tyrannei der Ukraine. Ich bin natürlich sarkastisch. Vor vielen Jahren, bevor der Kreml auf ungerechte und illegale Weise Teile der Ukraine besetzte, befand ich mich in einer schweren Zeit, meiner ersten echten existenziellen Krise. Damals war ich verletzlich und unwissend und ließ mich einwickeln von der Umarmung der prorussischen Trollfabrik. Ich fing an zu glauben, dass diese anständigen Menschen recht hätten und dass das postkommunistische Russland die bessere Zukunft für uns Europäer sei. Später wurde ich pro-amerikanisch, hauptsächlich um mich diesem Übel entgegenzustellen, das sich wieder in Richtung meiner Heimat Moldawien bewegte. Als dann der Konflikt in der Ukraine begann, kehrte ich zu meinen natürlichen Ursprüngen zurück, europäisch, aber mit einer weiterentwickelten Sichtweise. Denn ich will eine alternative Version der Politik vorschlagen und finde den Gedanken schön, das Gute aus jedem großen Staat, Imperium oder fremden Einfluss zu übernehmen. Wobei das Schädliche natürlich ausgemustert wird. In letzter Zeit glaube ich wirklich, dass wir Europäer an einem Wendepunkt stehen. Und wenn dir diese Idee ebenfalls wichtig ist, folge mir, um zu sehen, was ich zu sagen habe. Was hast du schon zu verlieren? Ich verspreche dir, ich werde deine Zeit nicht verschwenden, denn Zeit ist die wertvollste Ressource, die wir besitzen. Außerdem verbringen wir alle Zeit damit, uns auch sinnlose Dinge im Internet anzusehen, also verlange ich wirklich nicht viel. Und wenn du kein Europäer bist, das ist nicht wichtig, denn diese Ideen lassen sich auch auf dein Zuhause übertragen. Ich werde gute Qualitäten und Prinzipien aus anderen Kulturen berücksichtigen, vor allem spirituelle, denn ich glaube fest daran, dass genau das die Zukunft der Menschheit ist. Ich sehe mich selbst als jemanden, der ein gewisses Bewusstsein entwickelt hat und das erlaubt mir, tiefer in die Probleme einzutauchen. Ich werde versuchen, bescheiden und respektvoll zu sein. Ich werde sicher Fehler machen, aber sie werden aus guter Absicht geschehen. Am Ende sind wir alle nur Menschen. Willst du den Kommunismus wirklich verstehen? Das nächste Video wird der Anfang sein. Aus meiner Sicht ähnelt der Kommunismus in gewisser Weise dem Reich der Unterwelt des griechischen Gottes Pluton, zumindest für uns Osteuropäer. Er hat einen starken Einfluss auf uns, doch ohne Bewusstsein sind wir nicht in der Lage, ihn wahrzunehmen oder zu verstehen. Der große Unterschied zwischen beiden liegt jedoch darin, dass der Kommunismus eine völlig dunkle Seele hat und alle verfügbaren Mittel nutzt, um den menschlichen Geist zu zerstören. Pluton hingegen straft, aber hilft auch aus der Asche wiedergeboren zu werden, wie im Mythos des Phönix. Die traurige Wahrheit ist, dass das postsowjetische Russland sich nicht wie der Phönix verwandeln wollte. Es setzte eine billige Maske auf, um die Menschen mit falschen edlen Idealen zu verwirren, mit einer vorgetäuschten Freiheit und zerstörte weiterhin Stück für Stück die menschliche Seele. Es zerstörte Tag für Tag die letzte verbliebene menschliche Würde, die der Kommunismus im Schwebezustand zurückgelassen hatte. Du hast Bücher gelesen, du hast Dokumentationen gesehen, du hast Geschichten gehört. Vielleicht hast du es sogar am eigenen Leib erlebt, aber den Kommunismus studiert man nicht nur und man erlebt ihn nicht nur direkt. Man kann ihn auch im Stillen aufnehmen, aus einem Land, das noch heute seine Narben trägt. Ich bin geboren, als das System gerade zusammengebrochen war und das Verlassen der Heimat nur der Anfang eines neuen Kreislaufs war. Ganze Generationen wuchsen mit der Heimat in der Ferne auf und ich bin einer dieser jungen Menschen, die brutal aus einer Realität herausgerissen wurden, die uns eigentlich hätte schützen und glücklich machen sollen. Und wenn du jetzt dieses Video anschaust, danke ich dir. Du willst es auch wissen, oder? Oder du siehst es dir an, weil du mich verstehst, weil du gelitten hast. Aber du willst die Geschichte nicht wiederholen, also machen wir einen kleinen Pakt. Ich lade dich ein, diesen Weg mit mir zu beginnen, um dieses kranke System herauszufordern und auch die Geschichte selbst. Aber fordere sie nicht nur heraus, verbessere sie. Denn das, was ich dir sagen werde, kommt nicht aus einem Lehrbuch. Es kommt von einer Seele, die sich entschieden hat, die Lügen und die Banalität nicht zu akzeptieren. Danke für deine Zeit.